Fröhlichen Sabbat an alle. I hope you can hear me well. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Welcome to our Brazilian camp meeting. Willkommen zu unserem brasilianischen Camp-Meeting. For those that don't know me, my name is Gabriella. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist And I Gabriella work for the ministry in Brazil. und ich arbeite für das Ministry in Brasilien. It's great to be with all of you today. Es ist großartig, mit euch allen heute hier zu sein And to have this opportunity to share some information. und diese Möglichkeit zu haben, gewisse Informationen mit euch zu teilen. If perhaps you think that I'm copying Elder Parminda in this presentation, Wenn ihr denkt, dass ich Elder Parminda in dieser Präsentation kopiere, it's not true. dies ist nicht wahr. It just happened that our subject coincides. Es ist einfach so, dass unsere Themen miteinander gepasst haben. So I have two presentations. Also ich habe 2 Präsentationen And I want to speak about information war, und ich möchte über den Informationskrieg sprechen, conspiracy theories, über Verschwörungstheorien and cognitive behavior. und kognitives Verhalten. So I really think it's important that we review these topics. Und ich denke, dass es wirklich wichtig ist, dass wir diese Themen wiederholen And that we see how they affect us in the way we view the message. und dass wir sehen, wie dies uns beeinflusst in der Art und Weise, wie wir die Botschaft anschauen And also the way we behave towards the message und auch die Art und Weise, wie wir uns verhalten gegenüber der Botschaft in our day-to-day lives. in unserem täglichen Leben. So just a side note for the translators. Eine Information für die Übersetzer. If I'm going too fast, Wenn ich zu schnell vorwärts gehe, please message me on the translation group. dann bitte schreibt mir auf der Übersetzungsgruppe. I'm usually not used to giving studies with translation. Ich bin mir nicht gewohnt, Studien zu machen mit Übersetzung. So I usually like a little bit more of interaction in the studies. Ich mag es normalerweise, interaktiv zu sein in den Studien, But because we are in this format of camp meeting, aber weil wir jetzt diese Art von Camp-Meeting haben, it won't be possible. wird es nicht möglich sein. Okay, so today I'll probably speak more about this current war and the disinformation. Also heute in diesem Camp-Meeting werde ich ein bisschen mehr über diesen Krieg reden und über die Information. And then tomorrow we will look at how it affects us. Und morgen werden wir uns anschauen, wie uns dies beeinflusst. So we're going to start by showing how the king of the south Also wir werden anfangen, um aufzuzeigen, dass der König des Südens has built his image. beide Bilder hat. But before we do that, let's just kneel for a silent prayer. Aber bevor wir dies tun, möchten wir für ein stilles Gebet niederknien. Amen. Amen. So like I said, I want us to look at how the king of the south Wie ich bereits gesagt habe, möchte ich, dass wir uns anschauen, wie der König des Südens has built his image. sein Bild Over many years, über viele Jahre Russia has fabricated a set of false narratives. hat Russland viele falsche Erzählungen verbreitet. This is what we call disinformation. Und dies nennen wir die Disinformation. And Desinformation. also, or we could call it propaganda. Oder wir könnten es auch Propaganda nennen. So this is what's persistently injected into this global information environment. Und dies ist auch in die globale Umwelt gegangen. So how can we define disinformation would be my first question.
Also meine Frage ist, wie können wir denn die Desinformation definieren? We will define it in this way. Wir werden es in der folgenden Art und Weise definieren. Deliberated, distorted information. Distorcida. That is secretly into the communication. Die geheimnisvoll in der Kommunikation ist. Process of communication. In diesem Prozess der Kommunikation. In order to deceive. Um zu täuschen. And manipulate. Und zu manipulieren. So this information is highly organized. Also Desinformation ist sehr organisiert. And it's an attempt to deceive us into believing it. Und es ist ein Versuch, uns dazu zu bringen, es zu glauben. These types of narratives of disinformation. Diese Erzählungen von Desinformation. They act like a template. Handeln wie ein and this wie eine Vorlage. And this template, which enables the Kremlin to adjust their narratives. Und diese Vorlage, die dazu gemacht wird, diese Erzählungen mit denen zu übereinzustimmen. And they do this with consistency. Und dies tun sie mit der Konsistenz. It becomes a complete disregard for truth. Es wird as it shapes the information environment. Und es formt die Informationsumgebung. To support their own policy goals. Um die alten Politikziele zu verfolgen. It didn't start now. Die Art und Weise, sich so zu verhalten, hat nicht jetzt angefangen, happening for the last 10 years. Sondern ist für die letzten 10 Jahre war das schon so. We have heard this in Elder Parminder's presentation earlier on. Wir haben diesen Ältester Parminders Präsentation schon gehört. And I would say this comes as well. Und ich würde sagen, dies kommt auch from the time of the USSR. Von der Zeit der UdSSR. We know that within the USSR, wir wissen, dass in der UdSSR there was the KGB, gab es das KGB, which is the main security agency, welches die Hauptsicherheitsagentur war. And the disinformation was such a big deal. Und die Desinformation war so etwas Großes. This disinformation. That every KGB agent, dass jede KGB-Agentur was required to spend 25% of their time 25% ihrer Zeit benutzen mussten. 25% of their time coming up with false ideas. Aufzukommen mit falschen Ideen. These 25%, diese 25%, is the time they spent creating disinformation. Ist diese Zeit, die sie benutzt haben, Desinformation zu kreieren. So Putin starts to be an agent in 1975. Es fing an, eine Agentur zu sein im 1975. When the USSR is dissolved in 1991, als die it was thought that disinformation was going to end. People thought it was going to end. Dachten sie, dass die Informationen enden würden. But Putin, he continued to be a part of this government, and today he is the president. Aber Putin hat weiterhin diese Regierung geführt und heute ist er der Präsident. So the USSR is dissolved. Also die UdSSR ist aufgelöst. As an institution, I would say.
als eine Institution, würde ich sagen. but it re-emerged under another name, Aber dies ist wieder aufgekommen unter einem anderen Namen, Russia. Russland. And they use the same weapon, Und sie benutzen die gleichen Waffen, but with a slightly difference. aber mit einem kleinen This time Unterschied. it's more harmful. Dieses Mal ist es gefährlicher. So what Russia has done Also was Russland getan hat, was shape information war Informationen zu gründen, according to what suits them best. Gemäß, was ihnen am besten passt. This to support their own geopolitical goal. Und das ist, um ihre eigenen geopolitischen Ziele zu verfolgen. So what is this policy goal? Also was ist nun diese politisches Ziel? If we look in terms of GDP, Wenn wir dies anschauen in Produto Interno Bruto, Bruttoinlandprodukt, Russia is actually a pretty small country. ist Russland ein ziemlich kleines Land. Pretty small country. Especially if we compare it to the unified Western world. Speziell, wenn wir es zu der vereinigten westlichen Welt betrachten. But Putin, he knows that if he can put the West against itself, Aber Putin weiß, dass wenn er den Westen gegen sich selber aufstellen kann and he breaks up the alliances, und die Allianzen bricht, Russia will be suddenly more powerful, dass Russland dann mächtiger sein würde and he can take on other countries und er andere Länder auch mit one einbeziehen by kann, one. eins nach dem anderen. So what he's trying to do, Putin, Also was Putin versucht zu tun, he's trying to reshape the world, er versucht die Welt but not neu only zu reshape the world, strukturieren. Nicht nur die Welt neu zu strukturieren, he's trying to do it in his favor sondern er versucht es in seinen and Gefallen use his zu favorite tun weapon, und seine Lieblingswaffe zu benutzen. disinformation. Desinformation. Why is this Putin's favorite weapon? Wieso ist die Desinformation Putins Lieblingswaffe? Not only does Putin know how to use this weapon, Putin weiß nicht nur, wie man diese Waffe benutzt, but he also knows when to use it. sondern er weiß auch, wann man diese Waffe He knows all benutzen the kann. details. Er weiß alle die Details. If we think that he started in the KGB Wenn wir denken, dass er im KGB angefangen hat, in 1975, in 1975, he has almost 50 years of experience using this weapon. hat er schon fast 50 Jahre Erfahrung, 50 diese Waffe years. zu benutzen. 50. So Putin, he's an expert in the use of this weapon, Also ist ein Experte, diese Waffe zu benutzen, which we call information war. welches wir Informationskrieg nennen. Since when this information war has been pointed out to us? Seit wann kennen wir denn diesen Informationskrieg? I would say that directly to us priests, Ich würde sagen, direkt für uns Priester, since 2018. seit 2018, When Elder Tess als ältester Tess stood up, aufgestanden ist, presented her message, ihre Botschaft präsentiert hat and started showing us this topic. und angefangen hat, uns dieses Thema aufzuzeigen. I know that for probably many of us, Und ich weiß, dass vielleicht für viele von uns everything that's happening at the moment shocks us. alles, was jetzt momentan passiert, schockiert uns.
But there is nothing new that hasn't been said in the past. Aber da ist nichts Neues, was nicht in der Vergangenheit bereits gesagt wurde. We can see the injection of information. Wir können sehen, dass diese Zerstreuung von Informationen, von Desinformation, tut mir We can leid, see it into television. können wir im Fernsehen sehen. We could see it into radio programming. Wir können es im Radio sehen. Or at least we should be able to see it in this type of media, in all media. Oder wir können es eigentlich in allen Medien sehen. We should see it as well on Facebook, Instagram. Wir sollten es auch auf Facebook und Instagram sehen. TikTok, Twitter. And we should be able to differentiate these two streams of information. Und es sollte uns möglich sein, diese zwei Ströme der Information zu unterscheiden. So we can also see it. Also wir können es auch sehen. Through the hosting of conferences. Durch diese Konferenzen. And these conferences. Und diese Konferenzen. They are usually designed to influence participants. Sind ursprünglich dazu da, Mitglieder zu beeinflussen, falsely believing, falsche Sachen zu glauben. For example, that Ukraine, zum Beispiel, dass die Ukraine, not Russia, nicht Russland, is at fault for the war. Verantwortlich ist für den Krieg. And the promotion of cyber operations. Und die Werbung für Ciberoperações cibernéticas. To undo media outlets. Operationen oder Einsätze. And conduct hack. Und Hacker. And release operations. Und so the Russian government officials, also die russischen they falsely portray Russia Regierung tun fälschlicherweise Russland als was darstellen. They put Russia as this perpetual victim. Sie stellen Russland als als ein Opfer dar. To justify rechtfertigen, seine Taten rechtfertigen, als zwanghafte Antwort to the actions zu den Taten of whom? Von wem? The United States. Von den Vereinigten And Staaten. The democratic allies. Und die demokratischen Alliierten und ihren Partnern. So for the translators, I'm going to read quote number 1. Für die Übersetzer, ich werde jetzt Zitat Nummer 1 lesen. This is a speech Putin has done recently. Das ist eine Rede, die Putin vor kurzer Zeit gemacht hat. While when the war started. Als der Krieg angefangen hat. And he says the following. Und er sagt das Folgende. Share my screen. Ich werde jetzt den Bildschirm teilen. Let me see if I can do that. So you can follow the reading. Damit ihr mitlesen könnt. Second. Okay. I hope everyone is able to see it properly. Ich hoffe, jeder kann es richtig sehen. Maybe I'm just going to amplify it here. Okay, this should be fairer. So. Könnt ihr es alle sehen? So Putin says the following. Also Putin sagt das Folgende. If the aggressive line of our Western colleagues continues,
Wenn die aggressive Linie unserer westlichen Kollegen weitergeht, we will take adequate military technical response measures, werden wir angemessene militärisch-technische Gegenmaßnahmen and react ergreifen harshly to unfriendly steps. und auf unfreundliche Schritte hart reagieren. What do we see with this? Was sehen wir hier? When we look into history, Wenn wir in die Geschichte schauen, we see that when history does not align with the Kremlin's sehen wir, wenn die Geschichte nicht and their political objectives, mit den politischen Russian government officials, dann tut die russische Regierung and the proxy voices und die Stellvertreterstimmen, they deny historical events. Historische Ereignisse verneinen, and they start to distort historical narratives. Und sie fangen an, historische Erzählungen and zu zerstören. Und sie tun dies, to try and cast Russia damit Russland in a more favorable light, in einem besseren Licht dargestellt wird, to serve its domestic and geopolitical agenda. Um ihrem politischen Agenda nachzukommen. So, for example, zum Beispiel, if we go back and we look at 1939, wenn wir zurückgehen und uns 1939 anschauen, 1939, the non-aggression pact between the Soviet Union and the Nazi Germany. Der Pakt zwischen Sowjetunion und Nazi-Deutschland. O pacto. Known as the Molotov and Ribbentrop Pact. Bekannt als der Molotov- und Ribbentrop-Pakt. Which helped precipitate World War II. Welches geholfen hat beim Weltkrieg II. It's political inconvenience for the regime of Putin. Für die Unannehmlichkeiten des Regimes von Putin. The translators, I'm going to read quote number 6, the Molotov Pact. Für die Übersetzer werde ich Zitat Nummer 6 lesen. I'm going to try and put it on the screen as well. Just a second. It would be better if we all read together. Ich werde dies wieder Bildschirm teilen. I don't know if you're able to see the notes. I don't think so. Let me check where am I doing wrong. Not yet, hey? Okay, so just to not waste time, I'm going to read it in English. The translators have it already, so it's okay. Also ich werde es jetzt in Englisch lesen, weil die Übersetzer haben es bereits. So let's quickly look at this Molotov Pact. Also lasst uns kurz den Molotov-Pakt anschauen. It was a neutrality pact between Nazi Germany and the Soviet Union, signed in Moscow in August 23, 1939. Es handelte sich um einen Neutralitätspakt zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, der am 23. August 1939 in Moskau by the foreign ministers von den Außenministern Joachim von Ribbentrop Joachim von Ribbentrop and Vyacheslav Molotov und Vyacheslav Molotov unterzeichnet My Russian wurde. is also not so good as Aldo Parmindes. So the pact established
Der Pakt legte spheres of influence Einflusssphären between the two powers zwischen den beiden Mächten fest, confirmed by the supplementary protocol to the German-Soviet border, die durch das nach dem gemeinsamen Überfall auf Polen geänderte Zusatzprotokoll amended after the joint invasion of Poland. zum deutsch-sowjetischen Grenzvertrag bestätigt wurde. This pact remained in force for 2 years Der Pakt blieb 2 Jahre lang in Kraft, until the day Germany attacked Soviet positions in the eastern Poland during the Operation Barbarossa in June 22nd, 1941. bis zu dem Tag, an dem Deutschland während der Operation Barbarossa am 22. Juli 1941 sowjetische Stellungen in Ostpolen angriff. The clauses of the pact between the Nazis and the Soviets included the written guarantee of non-belligerence Zu den on both Klauseln sides. Neither Pakt government would ally itself with or aid an enemy of the other. Zu den Klauseln des Paktes zwischen den Nazis und den Sowjets gehörte eine schriftliche Garantie der Nichtkriegsführung auf beiden Seiten. Keine der beiden Regierungen würde sich mit einem Feind der On anderen September the verbünden oder 1st, ihm helfen. 1939, the invasion of Poland occurred. The Soviet leader Joseph Stalin gave the order for the invasion of Poland on September the 17th, one day after the fire was seized at the Kalkin Goal. In November, parts of Karelia and Sala regions in Finland were annexed by the Soviet Union after the Winter War. Am 1. September 1939 erfolgte der Überfall auf Polen. Der sowjetische Führer Josef Stalin gab den Befehl zum Einmarsch in Polen am 17. September, einem Tag nach dem Waffenstillstand von Khalkhin-Gol. Im November wurden Teile der Regionen Karelin und Sala in Finnland nach dem Winterkrieg von der Sowjetunion annektiert. The announced concern over ethnic Ukrainians and Belarusians was presented as justification for the Soviet invasion of Poland. Stalin's invasion of Bukovina in 1940 violated the pact as it went beyond the sphere of influence agreed upon. Die angekündigte Sorge um ethnische Ukrainer und Weißrussen wurden als Rechtfertigung für den sowjetischen Einmarsch in Polen angeführt. Stalins Einmarsch in die Bukowina im Jahr 1940 verstieß gegen den Pakt, da er über die vereinbarte Einflusssphäre The hinausging. existence of a secret protocol was denied by the Soviet government until 1989, when it was finally acknowledged and denounced. So Vladimir Putin, while condemning the pact and characterizing it as immoral, also defends that the pact was a necessary evil. This helps him until today to justify his actions during the war. Wladimir Putin, die Existenz eines geheimen Protokolls wurde von der sowjetischen Regierung bis 1989 geleugnet, bis es schließlich zugegeben und aufgekündigt wurde. Wladimir Putin verurteilt den Pakt zwar und bezeichnet ihn als unmoralisch, verteidigt ihn aber gleichzeitig als notwendiges Übel. Dies hilft ihm bis heute, seine Handlungen während des Krieges zu rechtfertigen. Wieso ist dies wichtig? If we look at Putin's justifications for his actions, wenn wir uns die Rechtfertigungen von Putin für seine Taten for anschauen, how he started this war or why this war started, wie dieser Krieg angefangen hat und wieso, dass er diesen Krieg angefangen we hat, see the same pattern. sehen wir das gleiche Muster. He creates a lie, Er kreiert eine Lüge and within that lie, he places truths. Und in dieser Lüge platziert er Wahrheiten. Just to give an example. Nur um ein Beispiel zu geben. Recently, he was speaking about this. He mentioned the imaginary threat of weapons. Vor kurzem hat er erwähnt
die Waffen, die and imaginären of a Waffen. mass destruction near Russia's borders. Und er hat über eine Massenzerstörung geredet, nahe zu den Grenzen. Okay, so he uses that as a justification for the invasion of Ukraine. Also er benutzt dies als eine Entschuldigung für den Einmarsch in der Ukraine. So this is part of this excuse that Putin gives for the war. Das ist ein Teil davon, der Verteidigung oder Entschuldigung, die er bringt für den Krieg. The war. So to come back to the Second World War. Um nun zurückzukommen zum Zweiten Weltkrieg. In 2020. Im Jahr 2020. 2020. Putin published a twisted version of the start of the Second World War. Hat Putin eine verdrehte Version gebracht, wie der Zweite Weltkrieg angefangen hat, um zu minimalisieren und zu rationalisieren Stalin's decision die Entscheidung von Stalin, to align himself with Hitler, um sich mit Hitler auszurichten. Was Putin hier tut, is to, in this way, in dieser Art und Weise, try to minimize the Soviet Union's role, versucht er, die Rolle der Sowjetunion zu minimieren, by shifting the blame of the war, indem er die Schuld to other countries, anderen Ländern zuweist. So we can already start seeing, also wir können bereits sehen, Putin's strategies to blame someone else. Die Strategie von Putin, jemandem anderen die Schuld zuzuweisen. At the Kremlin, wenn wir uns den Kreml anschauen, they also apply this type of formula. Dann benutzen sie auch diese They use the history of Ukraine's statehood. Also weil sie benutzen die Geschichte von Putin. And they do the same with NATO's conduct. Und sie machen das gleiche mit NATO, mit der NATO. NATO's conduct. Conduta da NATO. During the collapse of the Soviet Union. Während dem Zusammenbruch der Sowjetunion. And many other events. Und mit diesen many other events. Und viele andere Ereignisse, wo die historical actions, wo die geschichtlichen Taten, they do not serve, nicht gedient haben, their current political goals. Wo die nicht den politischen Zielen gedient haben. I'm speaking Portuguese mixed with English. So Russia pushes this false claim. Also Russland hat diesen falschen Aussage gemacht, dass die westliche der Westen zusammenbricht. And they have strayed from their traditional values. Und sie weggewichen sind von der And they have strayed from their Werten. traditional values. They have deviated from their traditional values. Dass sie sich getrennt haben von den traditionellen Werten. I would like you to think who else uses this type of speech. Und ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, wer die ähnlichen Methoden braucht, so zu reden. Safety, weil es funktioniert, die Sicherheit zu and equality und Gleichheit zu garantieren LGBT community, von LGBTQ and promote Communities concepts und Konzepte such as female equality wie Gleichberechtigung and multiculturalism. Und Multikulturalismus. So this is Putin's excuse for the collapsing of the Western civilization. Das ist Putins Entschuldigung für die westliche
He says that they are collapsing because now they have deviated from their traditional values. And they started to support the LGBT people. Sie haben angefangen, die LGBTQ zu unterstützen. Female equality. Weibliche Gleichberechtigung. And multiculturalism. Und Multikulturalismus. Now, the problem is when Russia mentions these values. Das Problem ist, wenn Russland diese Werte erwähnt. They are all based on disinformation. Dass sie alle grundlegend auf Desinformation sind. And he uses this narrative that evokes a bad defined concept. Und er benutzt die Erzählung mit einem schlechten definierten Konzept. And he includes traditional family values. Und er beeinträchtigt and he also mentions Familienwerte und er erwähnt auch die Spiritualität. As we heard yesterday in Elder Tess's presentation, wie wir gestern in der Präsentation von Elder Tess gehört haben, if we also look at Putin's recent speeches, wenn wir Putins neuliche Reden gehört haben, he also tries to bring versucht er auch into his speeches in seine Reden gender, das Geschlecht mit einzubringen. But he uses this as a complaint with the West. Aber er benutzt es auch als ein Beschwerden And gegen yesterday den we saw Westen. that he mentions this as gender freedom. Und gestern haben wir gesehen als ein Geschlechtsfrieden sozusagen. And as we learned with Elder Tess, und wie wir mit Elder Tess gelernt haben, Putin, he makes sure stellt Putin sicher, that is what is at the center of his fight with the West. Dass dies im Zentrum steht mit dem Kampf mit dem But I would Westen. say that rather means Und ich würde sagen, dass das bedeutet, a fight dass dies ein Kampf ist of freedom von versus Freiheit equality. Gegen Gleichberechtigung. So what the Kremlin frequently tries to do Und was der Kreml versucht zu tun, is to create these false realities, dass er diese falschen Realitäten kreiert. And he inserts these confusions into his information. Und er bringt diese Sachen in seine Rede mit ein. When the truth is not in his interest or their interest. Wenn die Wahrheit nicht in ihren Interessen steht. So we can say that since 2014, wir können sagen, dass seit 2014 or even before, oder sogar vorher schon, the spread of disinformation and propaganda das Verteilen von Desinformation und Propaganda is attempting to, I would say, paint Ukraine as the aggressor, die Ukraine darzustellen als der Angreifer. And to let's say make in this relationship of Russia and Ukraine. Und in dieser Beziehung zwischen Russland und der Ukraine, Ukraine would be the aggressor. Die Ukraine wäre der Angreifer. And who would Russia be? Und wer würde denn Russland sein? The victim. Das Opfer. So this, it started building up. Und dies hat angefangen, sich aufzubauen. So that we could get to this point. Und damit wir zu diesem Punkt kommen können. And believe all these false channels. Und all diese falschen Kanälen glauben. So we need to start paying attention to what is fiction. Also wir müssen aufpassen, was Fiktion ist. And what is a fact.
was ein Fakt ist. Okay. Sorry if I'm going too fast. I just saw on the group now. I'll try and slow down. Tut mir leid, dass ich so schnell vorangehe. Ich versuche, langsamer zu werden. Okay. So I'll quickly try and share my screen. Ich versuche schnell, mein Bildschirm zu teilen. I've done a very simple table. Ich habe eine kleine Tabelle gemacht. So let me see now if I can share my notes. Wasn't working. Ich versuche wieder meine Notizen zu teilen. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, I think I know what's the problem. Just a second, I need to. Okay, now it should work. No, I don't know what's happening. I'm not managing to share my screen. Ich schaffe es nicht, meinen Bildschirm zu teilen. Still not working, so I won't waste time. Also es funktioniert immer noch nicht, somit werde ich keine Zeit verlieren. Okay, if we can check that for the next presentation. Vielleicht können wir das für die nächste Präsentation das Problem So lösen. I'll just mention the translators have the table, which is the fact and fiction. Die Übersetzer haben diese Tabelle, wo steht Fakt und Fiktion. Okay, so I'll state where is fact. Also wir schauen uns das jetzt an, wo Fakten stehen. Russia is the manipulator and the aggressor. Russland ist der Manipulator und And Aggressor. what would be fiction Und was ist denn hier die is the Fiktion? story that Putin tells about the West pushing Ukraine towards a conflict. Ist die Geschichte, die er bringt, um einen Another Konflikt fact. zu lösen. Also ein anderer Fakt. Religious and ethnic minorities are investigated and prosecuted as extremists and terrorists. Gegen religiöse und ethnische Minderheiten wird als Extremisten und Terroristen ermittelt und sie werden strafrechtlich verfolgt. Russia, this now is fiction. Das nächste ist die Russia Fiktion. is defending ethnic Russians in Ukraine. Russland verteidigt ethnische Russen in der Ukraine. Another fact. Ein weiterer Fakt. There is neo-Nazi elements in Ukraine. Das sind Neonazi-Elemente in der But Ukraine. what is fiction Aber was hier die Fiktion ist, is that Ukraine is dominated completely by neo-Nazis. ist, dass die Ukraine vollständig von Neonazis beherrscht wird. Okay, so in announcing a special military operation against Ukraine, Indem er verschiedene Operationen der Putin has now Ukraine justified his action aufzählt, tut er nun seine Aktionen by the need of rechtfertigen denazifying durch den Gebrauch, dass man es entnazifizieren muss. desnazificar and demilitarize Ukraine Und die Ukraine and to stop what he calls a demilitarisieren genocide. muss und anhalten, es ein So these are all Genozid Putin's zu excuses. melden. Also dies sind alles Putins Entschuldigungen. I want to use another speech of Putin. Ich möchte eine andere Rede von Putin benutzen. He says, I have taken the decision to carry out a special military operation. Its aim will be to defend the people who have been suffering persecution and genocide for 8 years by the Kiev regime. To do this, we will aim at the demilitarization and denazification of Ukraine. Putin sagte, ich habe die Entscheidung getroffen, eine besondere Militäroperation durchzuführen,
deren Ziel es sein wird, das Volk zu verteidigen, das seit 8 Jahren unter Verfolgung und Völkermord durch das Kiewer Regime leidet. Zu diesem Zweck werden wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der So the Ukraine Russian anstreben. president Also der russische Präsident has long been concerned war sehr lange besorgt about the national security of the country. über die nationale Sicherheit des Landes. Given the expansion of NATO, Auch aufgrund der NATO, military alliance, militärischen Allianzen, Putin wanted to ensure that Ukraine wollte Putin sicher gehen, dass die Ukraine never would be admitted into this alliance. nie in diese Allianz eintreten würde. So in theory, Also in der Theorie, this would allow the United States dies würde der Vereinigten Staaten erlauben, to install all their militarily base all diese Militärgrundlagen in the neighboring region. in den Nachbarregionen. So Putin starts to say Also Putin fängt an zu sagen, that Ukraine has been dominated by these neo-Nazis dass die Ukraine dominiert wurde durch diese Neonazis in the year of 2014. im Jahr 2014. The day he made the speech to announce the annexation of Crimea. Und da hat er vorhergesagt, die I think I have put this quote for the translations. I'm not sure. The one that starts with, however, those who were behind the most recent events. ich glaube, ich check habe on my dieses posts. Zitat gepostet. Lass mich das anschauen. Probably not. I think I've missed this one. So I'll read it slowly. Also ich habe hier ein Zitat, ich werde es langsam lesen, weil es nicht auf den Notizen ist. I apologize. Ich entschuldige. So it says the following. Also es sagt das However, Folgende. Jedoch, those who were behind the most recent events diejenigen, die hinter den kürzlichen Ereignissen stehen, in Ukraine in der Ukraine, had another proposition. hatten eine weitere, They were preparing another government takeover, einen weiteren Vorschlag. Sie wollten, dass die Regierung übernommen wird. and they wanted to seize this power, Sie wollten diese Macht sehen. and nothing was able to stop them. Und nichts war möglich, um sie zu They stoppen. set out for terror, Sie sind ausgegangen für Terror, murder, Mord and riots. und auch Nationalists, Nationalisten, neo-Nazis, Neonazis and Russian phobes. I think we can say it this way. und And russische anti-Semites executed the coup. They are all still holding the cards Sie halten immer noch die Karten in Ukraine in der Ukraine up until this day. bis heute. This is now what Putin believes and what he says. Das ist das, was Putin glaubt und was er sagt. So he has said that not only these groups Also er hat gesagt, dass nicht nur diese Gruppen were in the protests, während den Protesten, but in fact there were different groups in these protests. aber da gab es unterschiedliche Gruppen während diesen Protesten. If there was a point of unity among the demonstrators who went to Independence Square,
Wenn es da einen I'll Zeitpunkt repeat it. gab, Sorry, I'll make it short. If there was a point of unity wenn es da einen Punkt der Einigkeit gab, among the demonstrators unter den who went to Demonstrationen, the Independence Square die zum in the Unabhängigkeitsmal center gegangen of sind, Kiev, im Zentrum von which is the Kiew, capital, welches die Hauptstadt ist, against Yanukovych, gegen Janukowitsch, it was a rejection of corruption in the government. war es eine Ablehnung von Korruption in der Regierung. So there were these nationalists Also da gab es diese Nationalisten and internationalists, und Internationalisten, liberals, Liberale, communists, Kommunisten, Orthodox Christians, orthodoxe Christen, Jews, Juden Muslims. und Muslime. But Putin only focused Aber Putin hat sich nur fokussiert on the neo-Nazis, auf die Neonazis, which he does up until this day. welches er immer noch tut bis heute. So by accusing the Ukrainian Jewish president Also bis er den ukrainischen Präsidenten angeschuldigt hat, of his government being part of the Nazis, von der Regierung, die Teil der Nazis sind, he accuses the Jewish president, saying that his government hat er den ukrainischen Präsident angeschuldigt und gesagt, dass seine Regierung is part of the Nazis. ein Teil der Nazis ist. So Putin, what he does Also was Putin hier tut, is to set off these practical concerns ist, dass er diese Beunruhigungen about the country's security über die Sicherheit des Landes and NATO, und der NATO benutzt and chosen to mobilize und versucht zu mobilisieren, the local and collective imagination diese lokalen Vorstellungen, in order um to gain popular support. öffentlichen Unterstützung zu bekommen. So this is what Putin, he tries to do, Also es ist das, was Putin versucht zu tun, not only within Russia, nicht nur in Russland, but portray this image aber er verbreitet dieses Bild to the rest of the world. Auf der ganzen Welt. Let's go to quote number 4. Lasst uns zu Zitat Nummer 4 gehen. World War II is still an important part of Russian culture and politics today. And the false claim that the Ukrainian government today is the Ukrainian Nazi allied government in the Second World War of the Ukrainian Liberation Army is an attempt to mold Russian opinion towards the current Ukrainian government. Der Zweite Weltkrieg ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der russischen Kultur und Politik. Und die falsche Behauptung, die heutige ukrainische Regierung sei die ukrainische Regierung der Nazi-Alliierten im Zweiten Weltkrieg oder die ukrainische Befreiungsarmee, ist ein Versuch, die russische Meinung gegenüber der derzeitigen ukrainischen Regierung zu beeinflussen. So I have done a line. Ich habe eine Linie gemacht. A line. And unfortunately, because I cannot share my screen, und weil ich meinen Bildschirm nicht teilen kann, I won't be able to show this line. Kann ich diese Linie euch nicht zeigen. At least not today. Also einfach nicht heute. But tomorrow, aber morgen I'll try and put up this line so we have a better idea. Werde ich versuchen, diese Linie zu zeigen, damit wir eine bessere Vorstellung haben können. Okay, so if on one hand, wenn auf der einen Seite the way the Red Army of the Soviet Union,
Die Art und Weise der Roten Armee der Sowjetunion, the way the Red Army, vermelho, of the Soviet Union, der Sowjetunion, the way they fought and they defeated die Art und Weise, wie sie gekämpft haben und besiegt haben, the Nazi Germany troops mit den Nazi-Deutschlands-Gruppen in the Second World War, im Zweiten Weltkrieg, this still mobilizes, haben sie immer noch mobilisiert, ainda mobiliza, the imagination of the Russians die Vorstellungen von Russland and their national pride. und ihr nationaler Stolz. And on the other hand, Und auf der anderen Seite this reaction of at least part of the Ukrainian neighbors diese Reaktion von Teil der ukrainischen towards Nachbarstaaten zu Hitler is still a reason, ist immer noch ein Grund, it's still a reason, ainda uma razão, of hostility von between Russians zwischen and Russen Ukrainians. und Ukrainern. So when this Nazi army, they entered Ukraine Und wenn die in 1941, in 1941 a section of the population, ein Teil der Bevölkerung they chose to collaborate with the Germans, haben beschlossen, mit den which, Deutschen zu while handeln, much of the country während viele im Land was swept away weggegangen sind by suffering and destruction. durch Leiden und We had more Zerstörung. than 5 million Ukrainians Wir hatten mehr als 5 Millionen Ukrainer, dying in this Ukrainer, fight with the Nazi Germany. die gestorben sind in diesem Kampf mit Nazi-Deutschland. And we have almost 1.5 million of Jews. Und wir haben immer noch die This Hälfte is a von plus-minus amount, Juden, das ist ein Plus- oder Minusbetrag, which were victims of the Holocaust. die Opfer des Holocausts waren. So this German occupation, it lasted until 1944. Und diese Besetzung der Deutschen war bis 1944. It goes from 1941 Das geht von 1941 until 1944. bis 1944. And the Ukrainians who engaged in cooperating with the Nazi Germany, Und die Ukrainer, die mit dem Nazi-Deutschland kooperiert haben, they still served in the local administration, haben immer noch in der lokalen Administration gedient. And they became a part of the Nazi policy, Und sie wurden ein Teil der Nazi-Politik. and some became guards of concentration camps. Und gewisse Leute wurden Wächter der Konzentrationslager. The Nazi German Ukrainian government, Und die Nazi-Deutschland mit der ukrainischen Regierung, they compromised what today is divided haben einen Kompromiss gemacht, welches heute unterteilt ist between the territory of Ukraine, zwischen dem Territorium von der Ukraine, Belarus, Belarus and Poland. und Polen. Okay, so I want to speak very quickly Ich möchte ganz kurz about this person, über diese Personen sprechen, which was a famous figure die eine bekannte Person war in Ukraine, in der Ukraine and which Putin und welche Putin
keeps reminding us of. Immer wieder uns daran erinnert. He doesn't do this directly. Er tut dies nicht direkt. We would have to, I guess, be smart enough Ich denke, wir müssen schlau genug sein, to see this in his speeches. um dies in seinen Reden zu sehen. Okay, so the person I'm going to speak about is Stefan Bandera. Die Person, über die ich spreche, ist Stefan Bandera. Okay, Stefan Bandera was this controversial figure war diese kontroverse Figur, that acted to facilitate this invasion of the Nazis. die das Eindringen der At Nazis the time, erleichtert hat, Hitler invaded the USSR. in der Zeit, wo Hitler die UdSSR in die UdSSR To eingedrungen rule ist, in the region um in der Region zu regieren and then turn against them und dann gegen sie aufzukommen, when he realizes that his plan als er realisiert hat, dass sein Plan for Ukrainian independence für ukrainische would Unabhängigkeit not be completed. nicht vervollständigt werden würde. What Stefan Bandera wanted to do Was Stefan Bandera tun wollte, was to make Ukraine independent. war, dass sie die Ukraine abhängig He machen thought würden. it would be best Und er dachte, es würde das Beste sein, if he allied himself to the Nazis wenn er sich mit den Nazis verbündete, to free Ukraine. um die Ukraine zu befreien. Bandera spent a couple of years in a concentration camp. Bandera hat ein paar Jahre im Konzentrationslager verbracht And eventually he was murdered by a KGB agent. und er wurde umgebracht durch einen KGB-Agenten. Behind all this collaboration Und hinter all dieser that he had with the Nazis, mit and all part of dieser this desire for Zusammenarbeit independence mit den Nazis und sein and Streben the nach belief that the Germans could Unabhängigkeit help him und mit dem Glauben, dass die Deutschen ihm to helfen get würden, rid of this Soviet leader, um von diesem Sowjetleiter Joseph Stalin. freizukommen, nämlich Josef So if Stalin. we go back and we look at part of the history, Also wenn wir zurückgehen und uns einen Teil der Geschichte betrachten, this is, I personally didn't know about part of this history. weiß ich persönlich nicht alles von dieser Geschichte. Sorry, our internet connection just fell. Tut mir leid, die Internetverbindung ist gerade schlecht geworden. Okay, so just going back. Also nochmal zurück. Stable. Es tut mir leid, unsere Internetverbindung ist nicht stabil. Just select my translator. Okay, so just quickly going back to rephrase my last sentence. Also ich werde jetzt kurz zurückgehen, um meinen letzten Satz zu wiederholen. Okay. So
Personally, I didn't know much about this history. Also persönlich wusste ich nicht sehr viel über diese Geschichte. Obviously, if we go deeper into history, Und natürlich, wenn wir tiefer in die Geschichte gehen, you will see that Stefan Bandera würdet ihr sehen, dass Stefan Bandera is not much of this great person. nicht so eine großartige Person ist. But what Putin tries to do, Aber was Putin versucht zu tun, if we look closely into history, wenn wir uns die Geschichte genauer betrachten, he tries to use part of this history, er versucht, einen Teil dieser Geschichte zu verwenden, accuse the Ukrainians of being part of this neo-Nazis, und darzustellen, dass Ukraine ein Teil der Neonazis war. going back to Stefan Bandera, Und sie gehen zurück zu Stefan Bandera, using 50% lies wo sie and 50% 50% of truth. Lügen benutzen und 50% Wahrheit. Why is Stefan Bandera important for almost a century later? Ist Stefan Bandera immer noch wichtig für ein Jahrzehnt später? The answer would be Die Antwort wäre, because of the events that happened in 2013, wegen den Ereignissen, die 2013 passiert sind, when the Ukrainian president als der at the time, ukrainische Viktor Präsident Yanukovych, zur Zeit von Yanukovych, who had run for a pro-Russian government, der für eine russische Regierung gearbeitet hat, he gave into pressure from Putin hat ihn und and he refused to sign a pact hat er abgelehnt, einen to bring Vertrag the zu country unterschreiben, closer um das Land näher zu bringen to the European Union, zur which was something that most Europäischen Union, Ukrainians wanted. welches etwas war, das die meisten Ukrainer wollten. And then in 2014, Und dann 2014 Yanukovych, he fled to Russia ist Janukowitsch nach Russland and geflohen eventually he was deposed. und wurde Okay. abgesetzt. So I want to go to quote number 5. Ich möchte zu Zitat Nummer 5 gehen. And I want to remind us that by having this neo-Nazi elements Und ich möchte erinnern, dass indem wir diese in relation to Neonazi-Elemente Ukraine, haben, in Beziehung zur Ukraine, it's much easier for Putin es viel einfacher für Putin ist, to spread disinformation. Desinformation zu verbreiten. I'm going to read quote number 5. Ich werde Zitat Nummer 5 lesen. This rhetoric of denazification is powerful because it evokes the memory of the immense suffering and ultimate victory of the Soviet people during the Second World War. In recent years, Putin has deliberately intensified the commemoration of the Great Patriotic War of the Second World War, which is known in Russia, promoting Victory Day as the most important holiday and using the war to increase nationalist pride among Russians. Diese Rhetorik der Entnazifizierung ist mächtig, weil sie die Erinnerung an das unermessliche Leid und den unendgültigen Sieg des sowjetischen Volkes im Zweiten Weltkrieg wachruft. In den letzten Jahren hat Putin das Gedenken an den großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird, bewusst intensiviert, indem er den Tag des Sieges zum wichtigsten Feiertag erklärte und den Krieg nutzte, um den Nationalstolz der Russen zu steigern. So, since 2014, also seit 2014,
Putin has led many Russians hat Putin viele Russen geleitet and many around the world und viele um die Welt, to believe in disinformation. an Desinformation zu glauben. But this type of accusation, Aber diese Art von Anschuldigung it actually generates an impact on public opinion. hat einen Einfluss auf die öffentliche Meinung. The claim that Russia does Den Anspruch, der Russland tut, of being the protector of the world, dass sie der Schutz the des Russian Volkes world, ist, der Welt, der russischen Welt ist, it's basically a common justification ist grundlegend ein allgemeiner for Putin's foreign policy. Entschuldigung für And seine this is an Politik. unfounded accusation of genocide. Und das ist eine Anschuldigung von Genozid, Which reinforces his claim der den Anspruch to the domestic public erschwert, dass die Öffentlichkeit, that he is the protector dass er der Schutz ist of the ethnic Russians der ethnischen Russen throughout the former Soviet Union. durch die frühere Sowjetunion. So since the beginning of this year, Also seit dem Anfang dieses Jahres Putin's speech war Putins Rede, has gained increasingly more force wurde Putins Rede immer kräftiger, to make us believe damit wir glauben, that any war dass welcher Krieg that auch could immer, possibly happen der passieren könnte, would not be their fault. nicht ihr Fehler sein würde, To make themselves the good ones, um sich selber gut darzustellen, they started pointing out haben sie angefangen aufzuzeigen, beforehand vorher schon, sanctions, Sanktionen, their own security. ihre eigene Sicherheit. They mentioned tanks filled, Sie haben volle Tanks erwähnt, tanks filled with unidentified chemical components, Tanks, die gefüllt sind mit chemischen and so on. Komponenten und so weiter. So through the state media, Und durch diese Medien Putin has managed to gain compassion. hat Putin es geschafft, And I would say, unfortunately, Empathie zu not only gewinnen. from many in the world, Nicht nur von or vielen der from Welt those who desire the Soviet Union to return, oder für diejenigen, die wollen, dass die Sowjetunion wiederkommt. but it's scary to see Aber es ist angsteinflößend zu sehen, how Putin has also gained compassion wie Putin from many within the movement. von vielen in der Bewegung Mitgefühl bekommen hat. How does Putin gain our compassion? Wie bekommt Putin unser Mitgefühl? As the people of the movement, Als Leute in der Bewegung. when we believe exactly Wenn wir genau das glauben, that 20% dass 20% of the wrong information der falschen Information of articles that we read. von Artikeln, die wir lesen. So we don't choose to read the 80% which is good, shared by elder Tess. Also wir wählen nicht die 80% aus, die gut sind, die durch älteste Tests geteilt werden, But we choose to believe in the 20% which is the wrong part of the articles. aber wir wählen aus, die 20% des falschen Teils des Artikels zu glauben. Why does this happen to us? Wieso geschieht dies mit uns?
Definitely not because of lack of information. Definitiv nicht, weil wir zu wenig Because we Informationen have been haben, taught of how carefully we should research. denn uns wurde bereits gelehrt, wie vorsichtig wir die And how Nachforschungen carefully machen we should sollten apply methodology. und wie vorsichtig wir die Methode anwenden sollten. So if we come to this point Also wenn wir zu diesem Punkt kommen and we still feel sorry for Russia und wir uns immer noch Mitleid haben mit Russland and we cannot recognize this information war und wir diesen Informationskrieg nicht erkennen können, that has started long time ago, der schon lange angefangen hat and we are still confused und wir immer noch verwirrt sind, because we are seeing a hot war. weil wir einen heißen Krieg sehen. How did we even believe in Cambridge Analytica? Wie können wir denn überhaupt in Cambridge Analytica glauben? Since at least 2016, Seit mindestens 2016, since 2016, seit 2016 Russian intelligence services haben russische Dienste have tried to influence haben versucht zu beeinflussen, the US elections die US-Wahlen zu beeinflussen through a number of tactics. durch verschiedene Taktiken. So many still look at the war. Also viele schauen sich immer noch den Krieg an. They do look at the war as something that has been fabricated, Als etwas, das produziert wurde, just like the pandemic. wie die Pandemie. And I want to tell you that Putin, he could have stopped the war. Und ich will euch sagen, dass Putin den Krieg beenden hätte können. But just like Satan, Aber genau wie Satan he has a plan. hat er einen Plan. And he needs to action this plan until the end. Und er muss diesen Plan vollführen bis zum Even Ende. though we know Auch wenn er weiß, that we will see him fall. dass wir ihn fallen sehen werden. So I just want to conclude. We don't have any more time. Ich würde jetzt gern Schluss machen. Wir haben keine Zeit mehr. It's been very sad to see Es war sehr traurig zu sehen, how many in the movement, wie viele in der Bewegung they needed to see a hot war einen heißen Krieg sehen mussten, to actually start believing in the movement. um anzufangen, in die Bewegung zu Since glauben. 2018, Seit 2018 it has been taught to us wurde uns gelehrt, so that we could recognize events dass wir die Ereignisse sehen können. and what happens today Und was heute geschieht, is that we are more interested ist, dass wir mehr interessiert sind in visible things, in visuelle Dinge, things that our eyes can see, Dinge, die wir mit unseren Augen sehen können, rather than acknowledging information mehr als dass wir die Informationen anschauen oder erkennen about the Cold War, über den Kalten Krieg, which we cannot see, welchen wir nicht sehen können, but has long been presented to us. aber der schon lange zu uns präsentiert wurde. When we were waiting for Russia, Als wir auf Raffia gewartet haben, we were told that we were expecting more than we would actually could see. wurde uns gesagt, dass wir einen Krieg erwarten, den wir eigentlich sehen And one können. of the reasons why it seemed small to us Und einer der Gründe, wieso das klein für uns erschienen is ist, because in 2016, ist, weil im Jahr 2016 the whole world changed. die ganze Welt sich geändert hat. And humans have this tendency Und Menschen haben diese Neigung, of quickly normalizing things. die Dinge schnell zu normalisieren. If we look at what's happening today, Wenn wir schauen, was heute geschieht,
we can see how quickly society has adapted. können wir schauen, wie schnell die Gesellschaft And sich we probably angepasst hat. still do not understand Und wir verstehen vielleicht immer noch nicht the significance of 2019, die Wichtigkeit von 2019, Panium, Panium or even the Sunday law that's approaching. oder auch das Sonntagsgesetz, das auf uns zukommt. So when we get to the waymarks, Also wenn wir uns die Wegmarken anschauen, things don't feel different to us. dann scheinen die Dinge nicht anders für uns. We got to Panium Wir sind zu Panium gekommen and everything seemed normal to us. und alles hat sich normal But we were angefühlt. living a Cold War. Aber wir haben einen kalten Krieg erlebt. But it does not take us long to get used to things. Aber es braucht nicht lange, damit wir uns an Dinge gewöhnen können. And to end off, I just want to remind us of something. Und zum Schluss möchte ich euch an etwas erinnern. You probably will remember these words from Elder Tess. Ihr werdet euch vielleicht erinnern an die Worte von Ältester Tess. I'm just paraphrasing it. I hope I do justice to her words. Ich tue es einfach in meinen eigenen Worten wiedergeben. Ich hoffe, dass ich es richtig If we wiedergebe. think that we are leaving the movement, Wenn wir denken, dass wir die Bewegung verlassen and we think that we're going to the world, und wir denken, dass wir zur Welt gehen and we are going to find peace in the world, und wir Frieden in der Welt finden, what we are going to find was wir finden werden, is a divided world, ist eine zerteilte a Welt, hurtful world. eine schmerzhafte Welt. Okay, so our future Unsere Zukunft and what side we stand on und auf welcher Seite wir stehen, is actually decided wird entschieden, by what stream of information we listen to zu welchem Informationsstrom wir zuhören, at the formalization of a message. an der Formulierung der Botschaft. If you kneel with me, we'll close in prayer. Wenn ihr mit mir niederkniet, werden wir mit dem Gebet abschließen. Dear Lord, Lieber Gott, I thank you for this blessed Sabbath day. ich danke dir für diesen gesegneten Sabbattag. I thank you for all those that are participating in Zoom. Ich danke dir für all diejenigen, die im Zoom teilnehmen. I thank you for this camp meeting Danke dir für dieses Camp-Meeting and the blessings poured upon us. und die Segnungen, die über uns I ask you, gegeben Lord, werden. Ich bitte dich, Herr, to let your light shine through us, dass dein Licht über uns scheint, that we will be teachable enough dass wir genügend lernen, to accept the messages that come from your leaders, damit wir die Botschaften akzeptieren können, die von deinen Leitern which are the kommen, chosen angels, welche die ausgewählten Engel sind, to take us through um uns until the second advent. bis zur zweiten Wiederkunft Forgive us, durchzubringen. Lord, Vergib uns, Herr, if we haven't been able wenn es uns noch nicht möglich war, up until this day bis zu diesem Tag to complete our mission unsere Mission zu vervollständigen and to understand und zu verstehen, what's our role in this world. was unsere Rolle in dieser Welt ist. Bless each and every one of us. Segne jeden von uns, Have mercy of us. sei gnädig mit uns, Have compassion of us. hab Mitgefühl mit uns. I humbly pray Ich bete demütig in Jesus' name. in Jesu Namen. Amen. Amen.